befinden uns im Rauchgang der Firma Stöbig Brandschutz. Wie Sie sehen aktuell nicht viel. Mit diesem Messerexponat möchten wir Ihnen einmal dieses Erlebnis mit einer Verrauchung in Verbindung mit einer passiven Rauchschürze etwas näher bringen. Der Vorteil bei dieser Rauchschürze ist, dass wir im Brandfall den Fluchtweg nicht künstlich einengen. Im Vergleich zu einer Rauchschutztür haben wir eine relativ geringe Durchgangsbreite, aber da wir hier das Doppelwellensystem haben, habe ich eine unbegrenzte Breite, wodurch ich die Fluchtwegsbreite nicht künstlich einenge. Mal als Vergleich, wir haben bei einer Durchgangsbreite von 3 Metern können 200 Personen pro Minute diesen Bereich verlassen. Aber warum will ich dieses System einsetzen? Was für eine Funktion? Welche Anforderungen haben Sie? Bei einem Brand sind ja viele Brandopfer. Wir reden aber nicht von Brandopfern, die durch die Flamme oder Temperatur ums Leben kommen, sondern wir reden hier um Rauchtote. Um hier mal eine Zahl in den Raum zu bringen, es sind ca. 95% Rauchtote. Weiterhin haben wir ja auch noch einen relativ hohen Sachschaden. Und auch hier ist es nicht der eigentliche Brand, der den Schaden verursacht, sondern der Rauch. Und hier sind es ca. 70%. Mit diesem Rauchgang möchten wir Ihnen heute einmal unsere textilen Rauchschürzen näher bringen. In diesem Fall haben wir heute eine bodenschließende sowie passivere Rauchschürze eingesetzt, die extra für Fluchtsituationen geschaffen sind. Ich möchte Ihnen einmal das System zeigen im ausgelösten Zustand. Die textilen Rauchschürzen sind gemäß der Prüf- und Produktnorm der 12101 Teil 1 geprüft sowie zugelassen. Gemäß dieser Prüfnorm sind verschiedene Temperaturklassen möglich, wie zum Beispiel einmal die Klasse D, in der die Rauchschürzen bis zu einer Temperatur von 600 Grad geprüft sind. Die nächst höherwertige Ausführung wäre einmal die Temperaturklasse DH, bei dem die Rauchschürzen bis zu einer Temperatur von maximal 1100 Grad geprüft sind. In diesem Fall erfolgt die Prüfung gemäß der Einheitstemperaturkurve. Wir haben jetzt in diesem Fall einen relativ kleinen Rauchgang einmal geschaffen, der hat eine Durchgangsbreite von ca. 1,50 Meter. Da wir aber hier ein Gehäuse haben mit einem Doppelwellensystem, ist es möglich, dass wir große Breiten abschotten können. Technisch können wir davon sprechen, dass nahezu eine unbegrenzte Breite möglich ist. Von der Abrolllänge schaffen wir im Standardmaß bis zu einer Abrolllänge von 3,50 Meter. Bei diesem Gewebe ist es so, dass wir ein leicht transluzentes Gewebe haben, wodurch auch leichte Lichterscheinungen sichtbar sind. Warum machen wir das? Das hat den ganz einfachen Hintergrund. Wenn ich jetzt durch diese Rauchschürze passieren möchte und dahinter ist ein Brandereignis, möchte ich natürlich nicht in die Gefahrenquelle dementsprechend reinlaufen. Das Gewebe hat eine relativ kleine Gehäuseabmessung. Das heißt, wir können mit diesem System auch ideal in Abhangdecken eingebaut werden, sodass das ganze System auch unsichtbar integriert werden kann. Weiterhin haben wir hier die Möglichkeit einer weichen Abschlussleiste, wodurch auch das Verletzungsrisiko minimiert wird. Wir haben jetzt bei den textilen Rauchschürzen verschiedene Möglichkeiten der Auslösung. Die einfachste Auslösung wäre über die bauseitige Brandmeldeanlage. Eine andere Option wäre auch eine Auslösung über eine autarke Feststellanlage. Das heißt, das System wird mit eigenen Rauchmeldern ausgestattet, wodurch auch nur autark eine Insellösung geschaffen wird, sodass das System nur da auslöst, wo ein Brandereignis geschieht. Um das System frühzeitig auszulösen, ist weiterhin die Möglichkeit, das ganze System mit einem nahe angeordneten Handtaster auszulösen. Kurz zusammengefasst Ihr Kundennutzen. Zum einen werden Flucht- und Rettungswege sichergestellt. Des Weiteren werden die Flucht- und Rettungswege nicht eingeengt. Das heißt, wir müssen keine Stützen setzen, da eine unbegrenzte Breite möglich ist. Weiterhin sind die Systeme barrierefrei, sodass auch Rollstuhlfahrer oder auch Krankenhausbetten durch das System durchgebracht werden können. Ein weiterer Faktor, auch aus Sicht der Architekten, die Gehäusekästen können unter anderem in einer Abhangdecke integriert werden, sodass nahezu eine unsichtbare Ausführung möglich ist.